Das ist noch nicht der längste, den es gibt. Und ich habe den Superweitwinkel aufgezogen. In echt wirkt er noch viel größer. Trotzdem ist er nur 2,33 Meter breit. Hier ist Peter Flanderen. Ich grüße dich herzlich, Peter. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, ein ganz tolles, begeisterndes Fahrzeug mit Hubstützenanlage, mit allem Pipapo. Ein echter Carbe. Ein echter Carbe mit voller Ausstattung. Mercedes-Benz. Natürlich, Mercedes. Ja, ihr baut ab 23 im Moment dann nur noch auf Mercedes-Benz. Ja. Ihr habt gesagt, das Premium und Mercedes-Benz, das passt gut zusammen? Sehr gut zusammen. Das sehen wir an unseren Verkaufszahlen. So, das ist über 3,5 Tonnen deutlich. Ja. Der hat 5,5? 5,5 insgesamt. So, 5,5 Tonnen Alco? Alco, ja. Alco-Chassis ist drunter, denn die Laufruhe natürlich von einem Doppelachser ist unglaublich groß. Man sollte allerdings damit vielleicht sogar die Autobahn meiden, weil viele Carbe-Kunden, die fahren tatsächlich Landstraße, da ist der Weg das Ziel, denn in Polen zahlt man pro Achse. Weißt du das auf der Autobahn? Nein. Okay, das heißt, pro Achse? Pro Achse. Du zahlst für das hier so viel wie für den teuersten LKW, den es gibt. Ja. Die gucken sogar, wenn einer Zwillingsbereifung drauf hat, musst du genauso zahlen, als hättest du 3 Achsen. Okay. Also in Polen so. In Polen. Wir sind hier glücklich in Holland. Trotzdem, ihr habt es auch zu spüren bekommen, denn in Holland gibt es schon lange die Luxussteuer auf Motoren. Sehr lange, solange ich mich erinnern kann, ja. Leider haben wir diese Luxussteuer, aber ist halt so. Ist halt so. Das heißt also ab einem gewissen Ausstoß oder gilt das für alle Autos? Das gilt für alle Autos. Nur elektrische Fahrzeuge haben diese Luxussteuer nicht. Deswegen gibt es immer mehr elektrische Fahrzeuge. Also du siehst in Holland viel elektrisch, geht hier nicht. Nee. Ich glaube, der Akku von einem großen Elektrofahrzeug wäre hier leer in 80 Kilometern wahrscheinlich. Ja, das weiß ich nicht, aber sehr schnell. Also ist nicht möglich. Und wir haben leider dann auch immer noch die Schwierigkeit mit Zuladung. Ja, hier haben wir richtig Zuladung. Was hat der für eine Zuladung? Ui, der hat so ungefähr 900 Kilo Zuladung. 900 Kilo, das heißt, der ist richtig schön voll. Ja. Ich habe gesehen, Hubstützenanlage. Ja. Hier sieht man sehr schön, das ist der Querschnitt. Wenn du das mal gerade hochhebst, sei mal so nett, dass wir das mal zeigen können. Denn die Besonderheit hier ist der Aufbau. Wir haben nämlich ganz klassisch Styropor. Das hier ist jetzt ein Wohnwagen, aber es ist im Reisemobil so ähnlich. Und hier oben siehst du, warum das Wasser eigentlich nicht reinfließen kann, oder? Ganz genau. Es ist ein Querschnitt für Wohnwagen, aber wie du sagst, eigentlich gleich an Reisemobile. Der einzige Unterschied ist, dass wir bei Reisemobilen natürlich die Doppelboden haben. Und du siehst, das Alublech, auch vom Dach, geht über die Seitenwand. Also Wassereintritt kennen wir bei Carbe nicht. Kennt der bei Carbe nicht. Es sei denn, es gibt natürlich eine Beschädigung. Das kann immer mal passieren. Wenn du mal so lieb bist, stell's mal gerade hinten drauf. Da haben wir unseren ganz großen Kaffee gerade eben getrunken. Wir nutzen das mal gerade. Wir sind in Grave bei de Graef. Denn es ist schon ganz schön schwer. Das Ganze ist recht massiv gebaut. Ihr arbeitet mit Alu auch auf dem Dach. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, naja, wenn der große Hagel kommt, was macht ihr dann? Viele Leute sagen aber, auf dem Dach ist nicht so schlimm, oder? Naja, wenn es ganz große Hagelsteine gibt, ja, dann haben wir ein Problem, das stimmt. Also dann haben wir eine Beschädigung, aber wir können kein GFK benutzen, weil wir unsere Reisemobile und Wohnwagen bauen für das ganze Jahr mit extremen Temperaturen und das geht mit GFK nicht. Denn ihr habt gemerkt, also das Ganze geht von minus 50 Grad bis plus 40 Grad, sind die zertifiziert. Ja. Das Besondere dabei ist, die Ausdehnungskoeffizienten hier, das ist perfekt, oder? Ja, das ist perfekt und darum brauchen wir Alublech, das kann arbeiten, zusammen mit dieser Abdichtungsmasse natürlich, was wir ganz viel benutzen müssen, aber dann ist das Fahrzeug geeignet für das ganze Jahr. Und das ist der Wohnwagen, Doppelboden zeigen wir gleich. Das ist ein alter Konvektor? Alle Konvektoren sind immer rundum serienmäßig wassergeheizt, zusammen mit der Fußbodenheizung. So, das ist der typische Aufbau. Ihr kennt Feuchtigkeit nicht, deswegen lohnt es sich auch, also gerade Einbau, Klimaanlage, Zusatzdinge, zu einem echten Fachmann zu gehen, der sich auskennt, weil wenn irgendwas passiert, sind es oft diese Sachen, oder? Ja, das stimmt und am besten natürlich ab Werk, aber wir brauchen auch unsere Händler, die darin auch sehr fachständig sind und auch die Schulungen von uns dafür bekommen. So, das Heck, was ist das für ein Material? Ist das, das ist ein GFK, aber alles, was du siehst an
an Kunststoffe, das ist nur Optik. Ah, das heißt, man kann das abnehmen, da ist wieder Blech drunter. Dahinter steckt wieder Blech, ja. Okay, Optik. Denn Optik war ganz wichtig. Kabe war eine Zeit lang so ein bisschen im Hintertreffen, was das Design angeht. Weil ihr habt immer gesagt, naja, Design brauchen wir nicht. Wir haben ein Standarddesign, das akzeptieren die Leute. Dann habt ihr es doch geändert. Ja, also früher war der Fokus auf Schweden und Norwegen. Und dort hat man einfach einen anderen Geschmack wie hier bei uns. Ich glaube, das ist den Leuten ziemlich egal, oder? Das Design, das muss funktionieren. Ja, das muss funktionieren. Das ist auch eine andere Mentalität. Aber mittlerweile hat dieser Geschmack sich natürlich auch in Schweden geändert. Und es ist nicht so, dass wir nur für Deutschland oder Holland, dass wir ein anderes Design haben als für die anderen Länder. Also auch in Skandinavien kommen diese Reisemobile ganz gut an. Okay, das heißt, die Schweden haben nichts gegen Design? Nein, natürlich nicht. So, hier sieht man das Made in Sweden. Jetzt ist Schweden ja nicht gerade jetzt ein Billiglohnland, oder? Nein, da hast du recht. So, wie funktioniert das? Wie könnt ihr diese Fahrzeuge, die ja doch ihren Preis haben, so erfolgreich am Markt unterbringen? Da muss man doch was anderes machen, oder? Ja, wir sind nicht zu vergleichen mit anderen Marken, die es in unserer Branche gibt, weil unsere Fahrzeuge für das ganze Jahr gebaut sind, in alle Temperaturen. Ihr habt ein besonderes Design hier, Innovation Design, hier ist nichts geklebt und das Besondere hierbei ist auch noch bei den vollintegrierten, der Werterhalt ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass du das aktuelle Fahrzeug ja nicht siehst, ja besonders hoch. Das heißt, man kann sehr, sehr lange ein aktuelles Modell fahren. Ja, ganz genau. Wir ändern das nicht jedes Jahr. Das ist eine ganz große Investierung auch von unserer Seite. Und wir wollen es auch nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Kunden, die so viel Geld ausgegeben haben, nächstes Jahr herausfinden, dass die schon ein altes Modell haben. Doppelboden kennt man, Morelo, Concorde haben alle Doppelboden, aber das in der Kompaktklasse zu machen, das machen nicht so viele. Also das heißt, das dann auch noch so zu zertifizieren mit der Alde-Heizung. Einige nutzen ja Alde, aber die haben auch ihren Preis. Da gibt es nichts unter 100. Nee, das stimmt. Aber was wir sehen in der Branche ist, dass es mehr und mehr Marken gibt, die ein bisschen in die Richtung gehen von Kabe und auch versuchen, ein Fahrzeug zu produzieren, welches für das ganze Jahr geeignet ist und montieren dann zum Beispiel die Alde-Heizung. Aber nur mit der Alde-Heizung, dann bist du noch nicht da. Das geht zusammen mit Ventilierung und Isolation. Isolation, also man kennt das ja von den Wohnwagen, die sind so krass isoliert, ja, dass ihr Lüftungsöffnungen braucht, denn von alleine zieht da kein Wind durch. Die sind dicht, oder? Ja, wir haben natürlich diese Zwangsbelüftung, die man braucht, weil nur Heizung, dann hat man nicht genug, das geht zusammen mit frischer Luft und dann merkt man das richtige Komfort. Das ist wie zu Hause, eine ganz tolle Wärme. Mach mal hinten auf. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Wir haben ja eben das Modell gezeigt, Crown. Hier sind wir jetzt im Imperial. Das heißt, hier ist wirklich alles dabei. Das sind die Originalfelgen, die noch dabei waren? Ja, das sind noch die Originalfelgen. Aber du siehst tatsächlich die volle Ausstattung, wie zum Beispiel diese Dusche in der Garage. Hinten sieht man es. Ja. Überall die Heizkörper mit drin, du hast Steckdosen an allen Ecken und Enden. Ja. Hier ist eine Kleiderstange hinten. Für die E-Bikes hast du auch alles vorbereitet. Viel Stauraum. Du siehst auch die Heizung bei der Kältebrücke, bei den Türen. Kann ich hier einen Roller reinfahren von der Belastung? Also ich sag mal 120 Kilo geht? Ja, das geht. Das geht einfach. Zentralverriegelung, habt ihr das? Ja, ist serienmäßig bei Imperial. Also alle Luken, alle Türen werden verriegelt. Zentral. So, TV, das ist eine interessante Dose, denn hier habe ich meinen Außenstromanschluss. Ja, 230 Volt, 12 Volt und den Anschluss für Fernseher. DVB-T, was ja in Skandinavien der totale Hit ist. Ja. Immer mehr Leute haben ja keine SAT-Antenne mehr, die bauen sich dann einen Router ein. Ihr habt das in Serie? Router. Wir haben das in Serie, ja. Bei allen Fahrzeugen gibt es mittlerweile einen Router serienmäßig. So, wenn du mal gerade hier hinter das mal öffnest, da können wir da mal reinschauen, denn das Thema Doppelboden kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Da oben wird es gehalten. Als wir das erste Kabe-Video gedreht haben, es war ein Riesenerfolg.
weil die Leute sich immer gewundert haben, wie kann man eine Viertelmillion, jetzt muss man sagen, wir sind in Holland, in den Niederlanden, hier kostet das Fahrzeug wegen der Luxussteuer ein bisschen mehr. Wie wird es ungefähr in Deutschland liegen? In Deutschland wird es ganz genau 227.655 kosten. Okay, das ist der Exportpreis, der unten drauf steht. Ja. Ganz genau. Ohne diese Luxussteuer. So, also etwas teurer, das macht ja in der Spitze hier bereits schon 20.000 Euro aus. Ja. Aber das trifft ja jeden Niederländer. Ja. Das heißt, auch das Importieren würde nicht helfen, oder? Nein, aus Deutschland? Wird nicht helfen, leider nicht. Leider nicht. Das wird es ja jeder machen. Ja, hier vorne sieht man das Thema Doppelboden. Das heißt, der Doppelboden ist auch beheizt. Da sind überall Heizkörper. Ja, weil die Fußbodenheizung haben wir dort natürlich reingelegt. Wir haben die Doppelboden nicht wegen Stauraum, aber nur wegen Heizung. Die Fahrzeuge sind sehr flach. Das heißt also dafür, ich sag mal, ein Konzept ist große Stehhöhe, trotzdem flache Fahrzeuge und Doppelboden. Das geht normal nicht, aber ihr habt jetzt hier natürlich einen sehr, sehr tiefen Rahmen. Ja, sehr tiefer Rahmen, ja, wie du sagst, weil wir brauchen die Stehhöhe. Wir wollen auch nicht, dass das Fahrzeug zu hoch wird. Es ist 3,6 Meter hoch insgesamt. Ja, aber das nur, jetzt überleg mal, viele Fahrzeuge haben ja 3,40 Meter. Das kommt dem Spritverbrauch zugute. Das heißt, fährst du mit einem Iveco Daily gerne mal mit 16 Litern, kannst du das Fahrzeug mit 13 Litern bewegen ungefähr. Ja. Das geht. Wenn man sehr sparsam fährt, sogar mit 10, habe ich gehört. Allerdings nicht im Berg hoch. Das ist so die Maschine, die drunter ist. Was wird hier verbaut? Mercedes, was ist da für ein Motor? Das ist serienmäßig ein Motor von 170 PS. Muss mal nachdenken. Aber der Vierzylinder? Ja, Vierzylinder, der neue Vierzylinder. Von Automatik Mercedes. Immer, oder? Immer. So, ihr habt keine Schalter? Keine Schalter, nein. So. 9 Stufen, wie sagt man auf Deutsch? 9 Stufen ZF, Wandlerautomatik, die da ist. Und das Besondere dabei ist, der Schaltkomfort ist wirklich Wahnsinn. Wenn ihr irgendwas bestellt bei Mercedes, meistens volle Hütte. Distronic ist Serie? Serienmäßig, ja. Also Abstandstempomat. Ja. Spurhalteassistent? Nein, das gibt es nicht, weil das ist nicht möglich wegen Fakt, dass es ein Reisemobil ist. Sehr schön. So, mach mal bitte auf. So, eine kleine Stufe mit drin. Auch die braucht man. Es ist nagelneu, muss man sagen. Ja. Gerade ist angekommen. Der Sitz ist gedreht. Hier sieht man also nochmal die eigene Aufbautür. Die habt ihr selber entwickelt? Ja, zusammen mit unserem Lieferant. So, Alarmanlage-Serie? Alarmanlage ist Serie. Du siehst hier auch in der Kabine sofort die Fußbodenheizung, welche auch verlegt ist in die Kabine, weil es hier natürlich eine ganz große Kältebrücke ist und dort brauchen wir eine gute Lösung. So, hier vorne siehst du die Hubstützenanlage, die hier eingebaut ist. Das ist nicht bei jedem Kabel, den ich bisher gesehen habe, Imperial-Serie? Bei Imperial ist das serienmäßig, ja. Also es gibt nichts Größeres als Imperial von der Ausstattung? Von der Ausstattung ist das die höchstmögliche Spezifikation, welche man haben kann. Ja. Gibt es noch länger, das Fahrzeug? Ja, das hier ist eine 810er, wir haben auch noch 860 und 910. So, 910, das heißt insgesamt 10 Meter lang, das Fahrzeug? Fast 9,60 Meter, ja. So, hier unten Doppelboden, Gas, 2x11 Kilo, habt ihr an Bord, kannst gerne, genau, Gaskasten kann man drehen. Ja, kann man drehen. Ihr habt serienmäßig eine 3 Kilowatt Elektroheizung eingebaut, die am Campingplatz aktiviert werden kann. City-Wasseranschluss, Festwasseranschluss, Serie? Ja, serienmäßig. Mono-Control. Sogar eine Duo drin. Oder Mono? Mono. Mono. Ja. So. Einmal unten bitte öffnen. Wenn ihr euch übrigens wundert, dass bestimmte Sachen, die man in Deutschland erkennt, wie Duo-Control, Fahrzeuge stehen sehr oft fest, muss man sagen. Ja. Sind also an festen Plätzen. Die Campingkultur in Skandinavien, Festwasseranschluss, Abwasseranschluss, die haben da wirklich alles, oder? Ja, alles, das ist ganz normal. Und ich muss auch dazu sagen, dass fast alle Reisemobile werden mit Duo-Control auch bestellt. Du siehst auch ganz schön den Stauraum hier mit Beleuchtung. Und ich kann mal zeigen, hier auch eine Schublade, ist noch verriegelt.
So, 2 Euro-Boxen mit drin. Ja. Gut, jetzt kann man jetzt nicht erwarten, dass die jetzt nochmal 60 cm hoch ist. Irgendwann ist ja Schluss. Ja. Trotzdem habe ich ein Fahrzeug, mit dem ich wahrscheinlich in jeden Campingplatz reinkomme von der Höhe. Ja. Ja, und auch von der Länge. Und das ist 2,33 Meter breit. Also für so ein Fahrzeug ist das immer noch bequem zu fahren. Komm, wir gehen mal rein. Drinnen bin mal sehr gespannt, was ihr da für ein Polsterdesign gewählt habt, denn Thema Holzfarben, es sind immer dieselben. Hat der Peter schon zu mir gesagt. Ich habe nämlich aus Spaß gesagt, was habt ihr für eine Auswahl an Holzfarben? Da hast du gesagt, eine. Nur eine, ja. Aber das reicht. Wir konzentrieren uns auf die Qualität und auf die Ausstattung. Und wenn wir auch noch 3 oder 4 Farben anbieten, dann wird es ganz kompliziert und auch sehr teuer. Noch teurer. Die Polsterfarben, die kann ich aber wählen. Ich habe ja eben schwarz, habe ich gesehen. Ja. Hier ist jetzt grau. Grau. Also echtes Leder ist das hier. Nicht nur in die Sitzgruppe, aber auch die Stühle vorne in der Kabine. So, komm, setz dich mal neben mich. Dann zeigen wir mal hier. Ich sitze jetzt hier auf dem Fahrersitz, der gedreht ist. Hier ist der Peter. Hallo Peter. Hi. Die gute Stube, 2,33 Meter Breite. Ihr verkauft viele 2,50er Breiten. Ja. Wir haben die Royal-Modellreihe und die sind 2,50 Breite. Und wir sind der einzige Hersteller, die so ein breites Modell anbieten. Wir haben einen draußen, werden wir demnächst mal zeigen. Ja. Werden wir auch noch abfilmen. Das macht sich, ich meine, das sind jetzt nur 17 Zentimeter. Aber das macht sich, ich sag mal, in der Praxis ist das schon viel. Ist das sehr viel. Man kann besser 17 Zentimeter Breite gehen als 1 Meter länger. Das merkt man sofort, auch wenn du reinkommst. So, der Führerschein hier, der C1 oder C1E in dem Fall. Und ist das ein Problem für eure Kunden? Viele haben den ja noch, aber in vielen Ländern, ich sag mal, muss der gemacht werden. Ja, in Holland, in der Schweiz, in Finnland, dort ist über 3,5 Tonnen ein bisschen schwieriger zu verkaufen. Aber wir bieten es auch so an, dass wenn eine Kunde nicht diesen Führerschein hat, dann organisieren wir auch diese C1-Führerschein für die Kunde. Die Jalousie, ist die elektrisch hier? Ja. Zeig mal bitte, wie das geht. Das wird über das Panel funktionieren. Also zentrales Panel, er drückt drauf und wie von Geisterhand wird verriegelt. Das Ganze kann wahrscheinlich auch von unten nach oben. Von unten nach oben und von oben nach unten, und das kannst du auch stoppen, wenn du willst. Siehst du? Es kommt auch wieder. Privacy. Ja. Was ist das für ein Feeling, wenn du mit einem Carbe, hast du selbst mal ein Carbe gefahren? Ja. Ja. Was ist das für ein Feeling, wenn du ankommst auf dem Campingplatz? Weil das ist ja, man sieht ja die ja jetzt nicht so oft. Man sieht es nicht so oft, also natürlich die Kunden, die sich ein bisschen auskennen in unserer Branche, die sehen, da gibt es ein Carbe, und dann hast du natürlich Leute, die das auch anschauen wollen, aber bei Carbe ist es kein Bling Bling. Es ist nicht so, dass man wirklich so zeigen will, was man gekauft hat. Ne? Also ich muss nicht die Rolex dann anhaben und den Diamantring, Nein. Das brauche ich nicht. Nein, wir sind bei Carbe und wir haben auch ein bisschen andere Mentalität vielleicht. Es ist ja kein Liner. Also ich sag mal, das hier ist ja nur ein Reisemobil. Eine andere Klasse, eine eigene Klasse bei Carbe? Würdest du sagen, das ist hier mit dem Doppelboden die Qualität, weil der kostet ja so viel, dafür könnte ich ja fast einen Liner kaufen, einen großen, sage ich jetzt mal, die haben. Aber die Handlichkeit... Die sind auch richtig teurer, ne? Noch teurer als bei Carbe. Ja. Und dann hat man immer noch nicht die Ausstattung wie bei uns. So, fangen wir mal an. Hier im Preis mit drin ist die Klimaanlage, ist die Lederausstattung mit drin. Die Lederausstattung, wir haben auch die Sonneheizung. Dann kann man wählen, ob man die Heizung vorne haben will, im Sitzbereich oder im Schlafzimmer. Die kann zum Beispiel hinten etwas kälter machen, wenn das geht. Ja, oder Wärme. So, wir haben natürlich, was ganz wichtig ist, unseren Flaschen- und Glashalter mit drin. Der darf nicht fehlen. Den habt ihr eingebaut. Das ist aber neu oder gab es das schon haben immer? wir schon einige Jahre. Ja. Die Ausstattung unterscheidet sich wesentlich, muss man sagen, gegenüber dem Wohnwagen, wo der Wohnwagen ja meistens im Heck die Küche hat. Eine ganz andere
Ausstattung hier, wie seid ihr damit? Ich meine, ihr habt ja am Anfang nur Wohnwagen gebaut und dann kamen die Reisemobile mit hinzu. Ich mache mal das Licht aus, dann wird es ein bisschen... Ja, aber das ist ganz lange her. Wir sind mit Wohnwagen in 1958 angefangen und seit 1983 sind wir unterwegs mit Reisemobil. Also das ist doch auch schon einige Zeit. Seit 83? Ja. Fahren die noch, einige 83er? Ja, viel zu viele. So, geh mal rein. Das ist dein Lieblingsbett. Du bist totaler Fan von dem französischen Bett. Nee, nicht dem französischen, dem Queensbett. Queensbett. Dem Ja, Queensbett. Doppelbett. Aber am meisten verkaufen wir den Grundriss mit 2 Einzelbetten und der zweite verkaufte Grundriss ist dieser mit Queensbett. So, ich mache dich mal ein bisschen weniger hell, dass man das sehen. Das Queensbett, viele werden dann sagen, das Bett ist nicht breit genug. Ich schlafe im Moment auf 1,20 Meter. Das ist ein Traum. Jeder wie er will. Aber das Queensbett hat einen riesen Vorteil. Du hast 2 zusätzliche Kleiderschränke. Ja, und du kannst einstiegen von beiden Seiten, auch ein großes Vorteil. Ich zeige das mal gerade. Du hast also hier nochmal einen kompletten Einstieg, wenn du mal gerade rausläufst, dass man das einmal sieht. Jeder kann aufstehen, muss nicht über einen anderen klettern. Ganz genau. Es ist ein Feeling wie zu Hause, so ein bisschen mehr, oder? Ja, und für uns als Hersteller können wir das noch besser konditionieren wie zu Hause. Also das ist eigentlich perfekt konditioniert. Kannst du dich mal gerade drauflegen und die Füße vielleicht an der Seite runterbaumeln lassen, dass man einmal dein zufriedenes Gesicht sieht? So, hier sieht man das. Das ist, ich glaube, das Thema Schlafen und Wohlfühlen und diese Atmosphäre draußen kann es, egal wie heiß oder wie kalt es ist, du hast immer dein Zuhause wie zu Hause. Wie zu Hause oder noch besser sogar. So, ich zeige mal gerade, hinten ist ein Fach, da kann man was reinlegen. Ja, da kannst du dort dein Handy reinlegen und auch schon vorbereitet mit USB-Anschlüssen. Es geht sehr tief rein, muss man sagen. Ja, also du kannst da richtig viel... Bis zur Seite, Mann. Bücher kannst du reinmachen und so weiter. Die Alarmanlage hat Innensensoren mit drin. Das heißt, also sollte einer auch über die Dachluken reinkommen, dann Gasdruckdämpfer überall. Überall, alle Oberschränke. Das muss ja nicht sein, aber ihr habt es drin. Wir haben es drin und dann auch 2, weil das dann nicht schräg gehen kann, so eine Klappe. Ja. So, ich filme mal gerade hier rein, dass wir das sehen. Alle Schränke sind hinterbelüftet. Man sieht das hier sehr schön. Alles ist offen, das heißt, die Konvektion geht überall. Ja, die Heizung ist ein Teil, aber es geht auch über die Zirkulation. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir ein Fahrzeug liefern, wobei die Klima überall gleich ist. Wir verstehen ganz gut, dass wenn es auf einer Höhe 20 Grad ist und auf der anderen Höhe ein bisschen höher 20,5, das ist schon unangenehm. Und wir wollen, dass es überall gleich ist, vorne, hinter, oben, unter. So, die Fußbodenheizung ist auch überall, genauso wie die Konvektoren. Hier sieht man, die sind dahinter. Das heißt, es kann einem gar nicht kalt werden. Aber der Gasverbrauch, der ist so gering, hast du gesagt, im Vergleich zu vielen anderen, weil die Isolierung so gut ist, braucht man viel weniger Gas. Und auch wegen der frischen Luft. Ja. Weil es frische Luft gibt, die ganze Zeit nutzt man weniger Energie. Das heißt, ihr habt ein System entwickelt, wie Frischluft zugeführt wird, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Ja, ganz genau. Ja. So, du hast einen Vorhang mit drin. Zeig mal bitte. So, bitte nochmal öffnen, denn ihr macht vieles anders wie andere. Also ihr habt jetzt zum Beispiel keine riesen Tür hier drin, die brauchst du nicht. Das hat sich in der Praxis, geht nicht. Gell? Geht auch nicht. Also bei Kaab ist es so, man kann auch die Fahrzeuge noch nach Sonderwünschen produzieren lassen, aber dann ist immer die Regel, wenn es technisch möglich ist, dann machen wir es. So. Kann man das Bett noch ein bisschen nach hinten machen? Das ist jetzt hierbei, das heißt, das bleibt so, wie es ist? Das bleibt so. Das Einzige, was du noch machen kannst, ist diese Kopfstützen, die sind elektrisch und das geht nach oben. Zeig mal. Ach, jetzt habe ich ihn einmal bekommen. Jetzt muss ich suchen, wo das ist. Wo ist der Schalter? Hier. Da ist er. Der Vertriebsleiter Europa hat den Schalter gefunden. Ja. Ach, man kann das auch machen, wenn man drauf liegt. Das geht auch. So, das wollte ich nämlich zeigen. Das Bett geht da ein bisschen nach vorne. Und das ist natürlich diese Lümmelposition, diese das Lounge-Feeling. Das habe ich ja jetzt auch im Moment in meinem. Das ist durch nichts zu ersetzen, weil du kannst dich hier reinsetzen, hast einen irren Blick nach vorne. Das heißt, du hast eine komplett offene Blickachse. Ja, schön.
Gibt Schlimmeres, ja. Jetzt habt ihr trotzdem die Blickachse links und rechts ein bisschen verengt, denn ihr habt diesen Tech Tower eingebaut von Dometic. Und das Ganze habt ihr nach wie vor auf Gas, weil ich weiß, ganz viele gehen jetzt auf Kompressor und Gas nur noch gegen Aufpreis. Der Vorteil ist, sie sind sehr leise, also du hörst den Kühlschrank fast gar nicht. Nein, aber bei uns werde Kompressorkühlschrank auch gehen. Geht. Ja. So, bitte mal öffnen den Schrank. Da ist ein kleiner Kleiderschrank. So, die Gesamtlänge von dem Fahrzeug nochmal. Wo liegen wir ungefähr? 8,35 Meter so ungefähr. So, und die Küche. Kann ich die Oberfläche von der Küche wählen oder ist die fix? Nein, ist fix für Imperial. Imperial hat eine andere Farbe als die anderen Baureihen. Und alle Schubladen sind elektrisch verriegelt. Elektrisch? Ja. War eben noch mechanisch, das wir da haben. Da gibt es wahrscheinlich einen Schalter. Ja, auch über das Smart D-Panel, wenn ich dort den Knopf eindrücke, ist alles so. So, hier vorne hast du nochmal einen Block. Der ist da. Hier haben wir die Schubladen, hier haben wir die Trennung für Müll und hier noch ein Brett. Bitte mal zeigen das Waschbecken, das Spülbecken, was da ist. Ihr habt einen Dunstabzug, habt ihr drin? Ja, haben wir hier drin mit 2 Geschwindigkeiten. Beleuchtung. Ja. So, und auch mal bitte oben öffnen. Große Schränke, hier sieht man auch nochmal, alles ist hinterbelüftet. Ganz genau. Du siehst den Teppich wegen der Feuchtigkeit vorbereitet. Gezeigt, ja. Ja, und vorbereitet für Mikrowelle. Weil Steckdose ist schon da. Bad. Ja. 1,75 Meter plus Schuhe ist er heute groß, der Peter. Hier was ganz Besonderes, eine Cinderella eingebaut. Serienmäßig Verbrennungstoilette. Kennst du das? Ja, ich habe es selber nicht gehabt, aber ich habe viele Filme gedreht mit der Banane. Kennst du die dann komplett verbrennt? Ja. Also alles wird verbrennt mit 500 Grad und am Ende hast du nur noch ein bisschen Asche. So, sowohl das Pipi als auch das Kaki verbrennt. Man kommt damit irre lang und weit. Das heißt, du kannst 3 Wochen, 4 Wochen, das ist jetzt auch nicht mehr Edelstahl, sie ist schon die neue Ausführung in Schwarz. Neue Ausführung, ja. So, da kommt eine Tüte rein. Eine Tüte kommt rein, du machst, was du machen musst und dann machst du diese Klappe wieder zu und dann wird es verbrennt mit 500 Grad und am Ende hast du nur ein bisschen Asche, weil darunter gibt es eigentlich einen ganz großen Aschenbecher. Kann ich dir zeigen? Wenn Sag mal, ja. Der war noch nicht in Betrieb. Spielt auch keine Rolle, weil es ist am Schluss nur Asche. Man kann die Asche einfach wegwerfen, weil das ist ja... Und das ist der Aschenbecher. So, ist schon mal getestet worden. Ja. Das alles. Der Gasverbrauch hält sich auch in Grenzen. Peter, du hast aber Glück heute beim Filmen. Na, nicht wirklich. Ich weiß nicht, warum muss ich jetzt nicht helfen. Du musst etwas mehr nach vorne gehen, Peter. Warte, ich zeig's dir. Jetzt. Du konntest es nicht sehen. Das Gemeine war vom Winkel her. Ja, jetzt. Da ist es. Also es ist total easy. Das ist schon die irgendwie 5., 6. Generation, die drin ist. Auch hier ab Werk. Ab Werk, ja. Wir haben eine ganz enge Zusammenarbeit mit Cinderella mittlerweile. Wir verkaufen die Verbrennungstoilette auch ganz viel. Bei den meisten Modellen ist das Aufpreis. Hier sind wir beim Imperial und ist das serienmäßig. Okay, das Bad ist das gleiche wie im Crown, was wir eben gesehen haben, aber viele kleine Extras, die mit dabei kommen. Das heißt, Aufpreis bereinigt kostet der Imperial das gleiche wie der Crown. Das heißt, wenn du alles das dazu bestellen würdest, dann ist es manchmal besser. Und es gibt ja auch Sachen, die gibt es nicht beim... Die gibt es nicht, ganz genau. Ja. Also diese hydraulische Stützen, das ist natürlich möglich bei Crown, dann wird es Aufpreis. Verbrennungstoilette geht auch Aufpreis. Aber diese Sonderheizung zum Beispiel, das ist nur möglich beim Imperial. Dass du hinten und vorne getrennt regeln kannst. Ja. So, großer Kleiderschrank, hier sieht man natürlich die Größe. Etwas länger. Ja, und das merkst du sofort in die Schränke. Ist schön beleuchtet und geheizt. Wenn ich das Polster hier ist Polster wegnehme, das alte. siehst hier auch sofort diese Router
und dann das alte Panel, was wir verbauen müssen, sodass es über unser eigenes Panel Smartee auch funktioniert. Da ist das Smartee. Das funktioniert in der Praxis gut, Smartee? Sehr gut. Wir bei uns im Werk sind wir ganz glücklich damit, weil es für uns viel einfacher ist, um damit zu arbeiten. Aber auch für die Kunden ist es viel einfacher zu bedienen. Und falls es einen Fehler gibt, dann ist es schnell und gut zu beheben. Das ist ein Trockenschrank. Deswegen hat er hier oben auch die Öffnung. Ja. Das heißt, du kannst hier wahrscheinlich Frischluft zuführen und unten kann es auch nass werden, oder? Ja, wir haben das so vorbereitet, dass alles, was nach unten tropft, das geht über die Heizung. Ich kann das hier wegnehmen, dann siehst du auch den Konvektor. Ja. Und ja, es ist ein Trockenschrank, wird schön geheizt. Okay, wenn du in Skiurlaub bist und... Ja, oder mit Regen, dann hast du sehr schnell wieder trockene Kleidung. So, auch das Hubbett kann elektrisch betätigt werden. Das war beim Crown auch schon Serie, aber hier... Ja, auch. Ich muss eigentlich natürlich die Mach mal bitte. Mal drehen. Komm, wir zeigen es einmal komplett, das was haben. Er dreht die Stühle, machst wahrscheinlich die Lehne nach vorne dann. So. Peter, was ich heute von dir verlange, zeig mal schnell. Mach mal schnell. Mach mal schnell. Alles wird zentral gesteuert. Das heißt, die Klimaanlage, die Heizung, das Hubbett. Die Wasserpumpe, die elektrische Verriegelung in der Küche. Okay, stopp. Dass wir das sehen, es geht normal auch noch ein Stückchen weiter runter. Ihr habt ein Soundsystem, ist Serie hier eingebaut. Ja, wir haben bei aller Reisemobilen ein Soundsystem, aber hier heißt es Kabe Premium Soundsystem mit Subwoofer, Lautsprecher vorne und hinter und wirklich ein super Sound. Ich glaube, der Subwoofer ist, glaube ich, hier. Das war beim Wohnwagen so. Ne, hier ist er jetzt nicht, aber auch der Tisch ist absenkbar. Ist absenkbar. Das heißt, hier kann man so eine kleine Lounge machen, Füße drauf, wenn man will. Ja, und sogar auch ein Bett. Das würde auch gehen, ja. Ja, hier sollte man sich allerdings über die Ausmaße im Klaren sein, denn viele Leute, wie ist da so die Kaufentscheidung? Warst du mal dabei auf den Messen, wenn Leute da stehen, welche Länge nehme ich jetzt? Weil viele kaufen oft zu lang oder zu kurz. Oder zu kurz, ja. Natürlich ist die erste Frage, was ist möglich wegen Führerschein? Weil wenn es nur bis 3,5 Tonnen ist und man sagt, ich will kein großes Fahrzeug fahren, dann sind wir bei der ersten Baureihe bei Kabe. Das ist übrigens jetzt eine Baureihe, die nennt sich Classic, bis 3,5 Tonnen auf Fiat-Basis und wir werden nächstes Jahr diese Modellreihe auf Mercedes anbieten. Aber teurer, muss man sagen. Das heißt, das Fiat-Modell über 20.000 Euro Preisunterschied. Trotzdem sagst du, ihr habt teilweise die stornieren müssen, weil Fiat nicht genug Fahrgestelle liefern konnte. Ihr habt den Kunden angeboten, nehmt Mercedes. Hat keiner storniert? Keiner hat storniert. Ja. Nee. Und mit so ein tolles Fahrzeug, ein Kabe, dann ist es auch gut, wenn wir das mit Mercedes anbieten können. Und wir merken auch mittlerweile, dass es bei bestimmten Lieferanten auch Probleme gibt, wegen Corona immer noch. Gut, da war ja auch Mercedes-Benz mit dabei. Ich meine, das ist so, es trifft alle. Aber ihr habt gesagt, okay, Mercedes-Benz plus Kabe, beides Premium, das passt gut zusammen? Passt sehr gut zusammen und alle Ausstattung, was bei Mercedes-Benz schon serienmäßig ist, das ist sehr toll, das ist sehr gut für uns als Kabe. Komm, wir gehen mal raus. Ja. Armstützen integriert. Also eine ganz eigene Klasse. Wenn ich den Preis hier sehe, 250.000. Mal kurz mal gucken. 245.000 zumindest mal hier in den Niederlanden. 227.000. Trotzdem, du sagst, die nächsten, sag mal 10, 15 Jahre kannst du damit viel Spaß haben. Camping ist ja nicht billig, oder? Nee, aber wir sehen, dass unsere Kunden doch auch etwas Geld ausgeben wollen für schöne Freizeit und viel Komfort. Viele Leute haben ja Häuser, viele Eigentumswohnungen, kommen in ein gewisses Alter, sagen, ich verkaufe meine Wohnung, Immobilienpreise geben es her. Ist das eine gute Wertanlage, wenn ich es mal verkaufen möchte?
Im Moment sicher. Also was wir jetzt sehen, ist unglaublich, dass auch die Gebrauchsfahrzeuge werden jetzt verkauft für mehr Geld, als was es damals gekostet hat. Ja. Weil sie sofort teilweise auch verfügbar sind. Ja. Lieferzeit, was habt ihr? Das ist ein bisschen abhängig von das Modell, weil ein Modell, was wir viel bauen, wird auch früh geliefert. Aber wir sind jetzt im März, wenn man jetzt bestellt, dann wird es das neue Modelljahr sein und dann sind wir bei Lieferung ab September dieses Jahr. So, komm, wir gehen mal kurz durch. Wir sind in einer der größten Ausstellungen für Kabe, wenn nicht die größte, sage ich mal, zumindest mal im Indoor-Bereich. Ja. Du hast eben ein schönes Foto gemacht, ganz viele nebeneinander. Hier geht dir so ein bisschen das Herz auf. Der Händler hier in Grave hat sich entschlossen, nur noch Kabe zu machen. Er macht nur noch Kabe mittlerweile, ja. Und mit so einer tollen Ausstellung können die Kunden natürlich auch fast alle Modelle anschauen. Und ja, dann bringt das auch die Firma De Graef natürlich ganz viel. So, hier haben wir weitere. Das sind jetzt teilintegrierte Modelle. Wie laufen die bei euch? Insgesamt, wenn wir schauen auf unsere Produktion, produzieren wir am meisten den Royal 87 mit 250 Breite. Das sind diese zwei Modelle. Die hier gerade stehen? Die hier gerade stehen, das verkaufen wir am meisten, aber nicht in jedes Land natürlich. Aber insgesamt werden wir am meisten diese Royal 87 verkaufen. Wenn wir gleich mal zeigen in einem extra Video, wie liegen wir vom Preis her ungefähr? Wo geht's los? Bei 180.000 Euro. 180.000 Euro. Ja. Ist ja schon eine Hausnummer, aber die Fahrzeuge sind ganz anders wie die vollintegrierten. Sie haben eine Überraschung, nenne ich es jetzt mal, denn es hat ein Hub-Mittenbett, was man nicht sieht. Ja. Ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, das werden wir im nächsten Video dann erläutern, wo Leute reinkommen und wirklich verwundert sind, dass es ein Hubbett gibt, weil sie erwarten es gar nicht, oder? Nein, weil das ist ganz schön flösch integriert in den Decken und man sieht auch sofort die Breite. Also man hat so viel Platz, so viel Raumgefühl. Also es ist so ein bisschen Twitter zwischen Wohnwagen-Feeling von Kabe und Reisemobil-Feeling. Ihr habt da beides gepackt. Ganz genau. Und es ist noch ein bisschen günstiger, muss man sagen. Der vollintegrierte. Ein bisschen günstiger. Das hat auch damit zu tun, dass die Ausstattung ein bisschen niedriger ist. Gut, aber trotzdem, ihr verkauft davon am meisten. Ja, am meisten. Ja, heute am 17. März 2022. Wir sind in den Niederlanden, unweit der Grenze zu Deutschland, in Grave. Du wohnst gar nicht so weit weg von hier. Eine Stunde nur. Eine Stunde nur. Wir haben uns hier getroffen, werden morgen noch ein bisschen weiter filmen, werden noch mal die neuesten Modelle zeigen. Besonderheit ist, ihr habt viele Partner, habt viele Firmen jetzt auch integriert in den Kabe-Konzernen. Vielleicht zeigen wir demnächst noch was anderes in England. Ja. Darf man darüber überhaupt reden? Natürlich, natürlich. Wir sind auch unterwegs mittlerweile in Großbritannien und dort bieten wir, eigentlich sind das auch Kabe Reisemobile, bieten wir an, aber dann unter dem Namen Coachman. Coachman, ja. Ganz bekannt für Wohnwagen und die fertigen jetzt erstmalig Reisemobile. Ihr habt Coachman integriert ins Unternehmen bei euch vor gar nicht allzu langer Zeit. Wie lange ist das? 3 Jahre her. 3 Jahre her. Ja. Tolles Unternehmen, oder? Sehr tolles Unternehmen und auch von Mentalität her eigentlich gleich an die Mentalität von Kabe und das funktioniert sehr gut. Machen legendäre Wohnwagen. Das Interessante bei euch ist hier bei De Graef in Grave. Wir haben ja den 10-Meter-Wohnwagen gezeigt. Das hier könnte einer sein, 10 Meter lang. Und er hat mehrere in der Ausstellung. Welcher Händler hat das? Ja, nicht viele und sicher nicht drin. Und hier haben wir einen Imperial 1000, der schon 3 Jahre alt ist, aber also auch Gebrauchtfahrzeuge hat er drin stehen. Hat er drin stehen, weil der ist, wenn du gleich mal reingehst, der Kunde kann sich ja dann umentscheiden. Draußen, mach mal bitte auf, zeigen wir noch mal ein kleines Schmankerl, werden wir auch zeigen. Ich hatte ihn ja abgeholt, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Manuell, nicht manuell. Irgendwo kriegen wir das Ding auf, denn wir haben eine Besonderheit. Willst du draußen gehen? Ja, ich wollte einmal kurz zeigen. Ach, hier. Verriegelt. Sehr schön. Denn alles ganz spontan. Guck mal, was da steht, Peter. Ja. Was ist das? Noch ein Imperial 1000, ne? Noch ein Tausender. Ja, aber du siehst, mit holländisches Kennzeichen, also ist schon zugelassen worden. Ja, das heißt also, die Tausender laufen hier wie Bolle. Hat das was zu tun mit den Niederländern, die, ich sag mal, gerne am Meer stehen oder mal unterwegs sind? Die haben kein Problem mit 12 Metern.
Na, das hat nicht mit den Holländern zu tun. Das hat mehr zu tun mit, glaube ich, mit der Firma De Greef. Es gibt auch nicht so viele Händler, die solche große Fahrzeuge ziemlich einfach verkaufen. Also das hat wirklich mit De Greef zu tun. Und Gründe für so ein Fahrzeug so lang, 11,53 Meter, die gibt es. Nicht so viele, aber die gibt es. Und wenn du fast der Einzige bist, welcher so ein Fahrzeug anbietet, so wie De Greef, dann verkauft er das auch. Die du gucken kannst, denn du musst die Sachen auch zeigen können, das ist ganz wichtig. Ja, weil auch hier reden wir über einen Wohnwagen von über 100.000 Euro. Ja. Trotzdem ist es ein Haus eigentlich. Ja. Viele benutzen das als Hausersatz. Ja. Das ist so. Ja, werden uns das vielleicht auch gleich mal anschauen. Besonderer Grundriss, der hat Stockbetten? Ach, wir haben 10 verschiedene Grundrisse in dieses Modell und das ist möglich mit Stockbetten, mit Doppelbett und ganz ehrlich, ich weiß nicht, welcher Grundriss dieses Modell gehabt, weil wir sind gerade angekommen. Mhm. Ja, guck mal rein. Ja, mit Stockbetten. Mit Stockbetten. Und Doppelbett. Family-Wohnwagen. Ja. Vielen Dank, Peter. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal bei De Greef. Da sind wir in Grave. Und wenn Sie Lust haben, man spricht ja Deutsch, wie man hört. Ja, man spricht hier alle Sprachen, auch Deutsch. Englisch. Englisch. Holländisch. Ja. Danke. Tschüss. Danke.